Jetzt Tobis Urlaubstrip. Vogelsberg hautnah. Gut, dass wir da sind. Urlaub. Wir sind im Vogelsberg. Ganz viele haben geschrieben, komm doch mal hier vorbei, es ist so schön. Recht habt ihr. Ganz viel Natur gibt's. Wir werden fast nur draußen sein und wir legen oben los. Auf geht's. Wir sind auf dem Hoherotskopf im Baumkronenpfad. Ist das schön. Die ganz Wilden können noch klettern, aber wir haben eine Verabredung mit der Laura und die hat gesagt, sie bringt uns ganz oben runter. Bin ich gespannt. Hallo? Hallo Guten Tag. Tobi, hi. Hi, ist das schön hier bei dir? Ja, Was machen wir? wir machen heute eine kleine Yoga-Einheit hier oben auf dem Baumkronenpfad. Draußen. Draußen zwischen den Baumkronen in luftiger Höhe. Das klingt neu. Das klingt neu. Du bist quasi das Versuchskaninchen Ehrlich? heute. Ja, Das ist ja sehr gut. Nach dir. gerne. Das heißt, du bist Yoga-Trainerin, Yoga-Lehrerin, Yoga... Ich bin Yoga-Lehrerin. Lehrerin. Ich habe vor 2 Jahren die Ausbildung in Indien gemacht. In Indien? In Indien, Ach, ja. wie geil ist das denn? Von Indien auf den schönen Vogelsberg. Und du gehst pfleglich mit mir um, ja? Aber sicher doch. Ja, okay. Mach dir es bequem. Man muss, wenn man das bei dir macht, nichts mitbringen, oder? Außer Neugier. Nö, Gut, einfach nur da bin sich ich schon mal und ein gut bisschen vorbereitet. Neugier habe ich. da tief einatmen, wir ziehen die Schulterblätter hoch und mit dem Ausatmen bringen die Schulterblätter eng zusammen. Schließ die Augen, Ist jetzt schon gut. das Zwitschern der Vögel und dann komm immer mehr bei dir an. Spür deinen Herzschlag, deinen Atem. Dann kommen wir über zum aktiven Part. Da würde ich dich bitten, einmal aufzustehen. Mir hat der Part ganz gut gefallen. Legst Kissen gerne beiseite. Ja. Wir machen eine Runde Sonnengruß. Okay. Und schließ hier noch mal kurz deine Augen und spür diese aufrechte Haltung. Die Haltung des Berges hier oben auf dem Hoherotskopf. Und beim nächsten Einatmen nimmst du die Hände über die Seite nach oben. Und wir kommen in eine sanfte Rückbeuge. Und beim Ausatmen komm nach vorne in die Vorbeuge. Bring die Hände links und rechts neben deinen Zehen. Falls du die Matte nicht berühren kannst, kannst du die Beine auch ruhig ein bisschen strecken. Danke für diesen Hinweis. Wichtig ist, dass du im Kontakt mit der Matte bist. Ja, Beim nächsten Einatmen bringen wir den rechten Fuß nach hinten. Ne? Wenn du ein bisschen Balance für dich gefunden hast, darfst du dich sanft aufrichten. Ne? Leg die Hände gerne noch mal auf deinem Oberschenkel ab. Sehr gut machst du das. Das merke ich aber in hier. Genau, da wird die Leiste sehr gut gedehnt. Aha. Und wenn du soweit bist, kannst du die Arme noch mal über die Seite nach oben nehmen. Schön einatmen, atme die Luft des Waldes ein und wieder zurück. Sehr schön. Dann hast du die Hände wieder links und rechts neben deinem Fuß ablegen. Ja. Und wir tun den linken Fuß nach hinten zum rechten und kommen in die schiefe Ebene. Das ist eine bisschen kraftvollere Übung. Spürst bestimmt in den Arm. Ja, Ja? ich merke vor allem mein Bein noch. Und dann darfst du einmal die Beine ablegen und deine Brust. Und dann schieb dich nach vorne in die Kobra. Lass den Nacken gestreckt, die Ellenbogen eng am Körper, leg die Füße ab. Sehr schön. Dann richte die Füße wieder auf und wir kommen in den herabschauenden Hund. Darfst dich einmal nach oben drücken. Der herabschauende Speckbär. Ach Quatsch. Und dann komm mit ganz kleinen Schritten nach vorne zum Nackenanfang. Und roll dich langsam wieder auf. Dann würde ich sagen, zum Abschluss von unserem kleinen Flow machen wir noch eine Übung passend zur Umgebung hier und dem Baum. Ja, Und zwar den Baum. Kennst du den Baum? nein. Nein? Okay. Der Baum ist eine Balanceübung. Und dann verlagern wir langsam das Gewicht auf den linken Fuß. Weiter, bis sich der rechte Fuß automatisch hebt. Und dann kannst du deinen rechten Fuß entweder hier unten am Knöchel absetzen. Ach doch, das kenne ich doch. Bin ich schon mal gescheitert. Mal gucken, wie es heute Was wird. mache ich denn mit den Händen? Die Hände lassen wir einfach erstmal da. Such dir einen Fixpunkt in der Ferne. Wenn du magst, kannst du deinen Fuß auch ein bisschen hochnehmen. Und die Hände, wenn du soweit bist, kannst du erstmal vor dir zusammennehmen. Und dann können wir unserem Baum auch Äste verleihen, indem wir die Hände nach oben nehmen und wir öffnen uns. Spür, wie du über die Füße geerdet bist mit dem Boden und wie die Äste im Wind wehen. Super, gar kein windiger Baum hier. Und wieder zurück.
Nehmen wir einmal die Füße runter. Dann kommen wir noch zur Endentspannung. Das ist nämlich ganz wichtig im Yoga, dass man immer, sage ich mal, den aktiven Part hat und dann auch wieder den ruhigeren Part. Es gibt sehr viele Teile, die mir gefallen. Brauche ich das Kissen? Nee, kannst dich einfach auf den Rücken legen, mach dies bequem. Und dann nimm wieder mehr deine Umgebung wahr. Die Geräusche im Wald. Kannst dich ein bisschen recken und strecken. Und wenn du soweit bist, komm zum Sitzen. Ne? Lass die Augen gerne geschlossen, roll dich über die Seite hoch. Dann bring die Hände noch mal vor deiner Brust zusammen. Und dann bedank dich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast für diese kleine Yoga-Einheit hier oben auf dem Baumkronenweg. Und dass du dir Zeit genommen hast für dich, um dich mit dir, der Natur in dir und auch um dich drumherum zu verbinden. Namaste. Namaste. Das ist toll. Toller Platz, tolle Frau. Wenn ich einen geerdeten Eindruck mache, das stimmt. Hier, vielen Dank. Das ist schön. Das ist auch toll draußen. Ja, ist eine tolle Location hier auf jeden Fall. Hier, kommt mal vorbei bei der Laura. Hier, und also, ihr seht es was für jeden und jede. Auf jeden Fall. Yoga ist für groß, klein, für jeden ist da was dabei. Dann legen wir es los, Vogelsberg. Willkommen. Dank dir. Sehr schön. Eine Yoga-Session mit Laura kostet 28 €. Da ist auch schon der Eintritt für den Baumkronenpfad mit drin. Hier auf dem Hohe-Rotskopf kann man echt viel erleben. Wir haben einen Tipp bekommen. Tobi, wenn du Action willst, verabrede dich mal mit dem Klaus. Der hätte da was. Haben wir gemacht. Der Klaus hat gesagt, wir treffen uns im Wald. Zieh dir mal Sportklamotten an und dann treffen wir uns hier. Es hätte was mit Rädern Tobias, grüße dich, ich bin der Klaus. zu tun. Hallo Klaus. Hallo. Das, hi. Ich wollte schon sagen, ich gehe gleich wieder. Was ist das denn? Das war ein Sprung. Das Steilkurve war- und Sprung. Und war es ein schöner Sprung? Gell? Okay, also jetzt kriege ich eine Idee, was wir machen, was mit Fahrrädern Korrekt. gemeint war. Genau. Okay, also das ist dein Business, Das ist mein Business. Das ist meine Leidenschaft auch. deine Leidenschaft. Genau. Und das könnten wir. Du kannst das. Ich kann das. Ich weiß das jetzt schon. Okay, dann könnten wir was probieren. Das möchte ich eher nicht, aber vielleicht hast du irgendwas Ich habe so ein paar schöne Sachen für dich zum Randtasten. rausgesucht. Genau, zum Rantasten, zum Üben. Wir tasten. So, das ist dein Bike. Schau dir das an. Ja, was ist das für Schlappen? Das, guck mal, hier, das ist mal Angeberreifen. Das ist das berühmte Fettbike. Das ist Fatbike. Das ist Fettbike. Fettbike Was ich für habe, den die Speckbär. ist Halbfett, ne, und das ist Vollfett. Okay, das hat welchen Vorteil? Das saugt sehr viel vom Bodenuntergrund weg, wie Wurzeln und Steine zum Beispiel. Ja, sehr gut. Oder auch Sand und Schnee. Dafür wurde das mal gebaut. Okay. Kommt aus Alaska. Ehrlich? Ja. Ja, dann, Also die Entwicklung Alaska. wenn uns Eisbären begegnen, kann dir jetzt hier nichts sind wir passieren, oder? gewappnet. Tipptopp. Klaus, der beruhigende Punkt ist, du bietest Kurse an. Ne? Korrekt. Also du bringst das, Das stimmt. beruflich Menschen bei. Das kannst du dir vorstellen wie eine Fahrschule. Ja, Und das ist eine Mountainbike-Schule. das ist eine Mountainbike-Schule. Genau. Und jetzt, irgendjemand hat mir geschrieben, dass du eine richtige Koryphäe auf dem Rad bist. Du wärst mehrfacher Meister gewesen schon. Koryphäe, das weiß ich nicht. Das Schreibe können die andere Leute. entscheiden. Was hast du gemacht? Also ich war in Amerika viele Jahre und habe dort 6-mal die amerikanische Meisterschaft gewonnen in der Masterklasse. Und da habe ich eben halt so meine Rennerfahrung her. Und dann später, als so die Jahre vorbeigingen, so ein bisschen mit Wettkampf, habe ich dann meine Trainerscheine gemacht. Und da habe ich dann natürlich mit der Fahrtechnik angefangen. Dann bin ich in besten Händen. Sozusagen. Hoffe ich. Okay, womit fangen wir an? Also in der Regel geht es halt bei mir über diese Hindernisse schon mal so ein bisschen rüber. Hindernisse. Hindernisse, das sind kleine Bodenwellen. Die sind gar nicht so klein. So. Also ich hocke mich da jetzt mal drauf, ne? Das Ganze machst du im Stehen. Im Stehen, okay. Jawohl, dein Druck ist auf beiden Pedalen gleichzeitig. Augen nach vorne und dann nur ein bisschen an den Bremsen, wenn du musst. Okay. Ja? Probier einfach mal. Okay. Schaffst du, bin ich überzeugt. Okay. Yes!
Top. Klaus, wir waren Helden. Ja, natürlich. Bei mir werden Helden geboren. Es ging doch ganz gut. Aber beim ersten hatte ich Schiss. Ja, das weiß ich. Beim ersten hatte ich echt Schiss. Beim zweiten fängt dann der Spaßfaktor an, Und oder? beim dritten denkst du, eben läuft. Ja, genau. Das ist super. Hast du noch was? Ah, ja, logisch. Jetzt sind wir im Geschäft. Jetzt, Ja, okay. Ich habe dich angefixt, oder? Ja, sehr gut. Sehr schön. Klaus, wenn du das so lange schon machst, hast du dir mal was getan? Du meinst Verletzungen? Ja? Oh ja. Die ganze Karriere entlang. Mehrere Knochenbrüche, Verstauchungen, Blutergüsse. Und das Schlimmste, was mir mal passiert war, ich war mal 7 Tage im Koma. Nee. Yes. Ach du Scheiße. Ich bin beim Downhill gestürzt und Ach du Scheiße. habe mich dann richtig gut abgelegt. Hast keinen Helm aufgehabt? Doch, natürlich. Helm. Mit Helm sogar. Und der war gespalten fast. So, das mache ich auch nicht mehr so oft. Aber in meiner Schule sorge ich immer dafür, dass es eben halt immer ohne Stürze abläuft. Deswegen habe ich so eine Art Prozess, den ich von Beginn an eben halt mache, so wie mit dir. Und dann baut man das Ganze eben halt auf und dann wird es schneller, ein bisschen höher, noch ein bisschen schneller Schritt für und dann Schritt. links und dann halt Schritt für Schritt. Also Unfälle hatte ich jetzt in meiner, den 10 Jahren jetzt, wo ich wieder hier, habe ich noch keine gehabt. Das ist sehr beruhigend. Ja, ja, das ist auch prima. Was Ich machen wir sorge jetzt? ja auch dafür. Ja, sehr gut. In Ganz besten klar. Händen. So. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt die etwas fortgeschrittene Version, genauso wie du es da vorne gemacht hast. Schön zentral, schön mitgehen. Ja. Das Ganze heißt auch Pump Track. Das heißt, du pumpst. Hoch, runter, hoch, Alles runter. klar. Gehen wir es an, Leute. Alter Vater. Ja! Ach du großer Gott. Wo bin ich denn hier gelandet? Von dem letzten Ding hat mir davon hast du mir nichts gesagt. Klaus. Davon hast du mir nichts gesagt. Aber Kleine Überraschungen müssen einfach mal sein. aber ging ganz gut. Natürlich geht's gut. Macht Spaß. Klar doch. Das Coolste ist der Stolz, wenn man es gemacht hat. Absolut. Wirklich, sehr gut. Das Erfolgserlebnis quasi. Ja, fantastisch. Also Klaus, danke für Mut machen und Angstüberwindung. Das macht Spaß. Hier alles Gute. Gerne. Und keine Brüche. Nein, nicht mehr. Ja, auf geht's. Ein Mountainbike-Gruppenkurs mit Klaus kostet 59 € pro Nase. Für uns geht es runter vom Berg, 8 Kilometer weiter nach Schotten. Denn hier soll es ein echtes Highlight geben. Hier, der Kämmerer kommt nämlich im Urlaubstrip. Was für ein Urlaubstrip? Ja, der guckt schon den Vogelsberg an. So, welche so Ideen hier? Solle, ich bleib da hocken, ich mach gar nichts. Schon süß, gell? Hier, mach's gut, gell? Wir sind im Vogelpark in Schotten. Verabredet mit dem Frank. Das ist ein besonderer Park. Ach, da ist er, glaube ich. Frank, Hallo, Tobi. grüß dich. Die fliegen nicht, ne? Nee, die sind ganz faul, die liegen schön da. Für einen Vogelpark ist das viel Haar und wenig Flügel. Das ist richtig. Der Vogelpark Schotten war früher ein reiner Vogelpark. Wir haben aber im Laufe der Jahre festgestellt, da wir eine Behindertenwerkstatt sind, dass unsere Mitarbeiter, Ach so? mit Säugetieren wesentlich besser zurechtkommen. Und daher haben wir nach und nach umgestellt. Dann gucken wir uns mal ein bisschen was an, oder? Ja, wir haben extra für dich was Einfaches genommen. Wir gehen zu den Eseln und Ponys und ein paar Schäfchen. Genau, das kriegt der Kämmerer noch hin. Ja, wir gehen jetzt hier Hallo, rein. guten Tag. Hallo. Hi, grüßt euch. Gehen wir mal hier rein. Ja. Sind das Esel? Kommt ihr mit? Ja. Komm, Seid ihr Vogel. die Eselbeauftragten? Oh ja. Oh ja. Yeah. Ah, guck mal, da kommt schon was geflitzt. Ja, kommt mal her. Guck mal, wie ich, wenn es was Leckeres gibt. Wie heißt ihr denn? Ich bin die Marilyn Morello. Hallo Marilyn. Und wie heißt deine Kollegin? Luisa. Hallo Luisa. Hi. Grüßt Schön, euch. du Abend. Gott. Fein. Ja. So, schaut in den Stall. Kommt der mal her. Ach, wie heißt denn der Esel? Das ist der Petro. Hallo. Das ist Petrolein. Was ein schöner Kerl, oder? Das ist er auch, ja. Luisa, das heißt, ihr kennt die alle beim Namen auch? Ja? Ja. Ja. Und hat da jeder seine eigene Persönlichkeit? Also gibt es welche, die ein bisschen scheuer sind und andere, die ein bisschen... Also schon so ein bisschen. Also wenn wir hier zum Beispiel, die kriegen das Futter,
dann dauert es einen Moment, bis die hier reinkommen, aber die gewöhnen sich halt schon dran. Also es ist schon... Ja. Und wenn ihr zwei kommt, dann ist hier Dann ist auf jeden Fall große Fressparty, gell? das ist richtig geil, ja. No, Mokli. Könnt ihr die Ziegen auch auseinanderhalten? Das sind Schafe, keine Ziegen. Oh Gott, es geht schon mal los. Es sind Schafe. Okay. Könnt ihr die auseinanderhalten? Auch, ja? Ja. Die haben alle Namen? Nicht alle. Nicht alle? Nicht alle. Okay. Wie Wann- heißt die Hailey, die ein bisschen weiß hat hier? Genau. das ist die Heidi. Okay. Hailey. Hailey. Guck mal, der Kamera verwechselt direkt mal Schafen mit Ziegen. Jetzt gibt's noch ein bisschen was hier. Ja, dann Accessoires im Haar hier. Guck mal, Ja. da. Tobi, Ja, was der hältst du lag ja von? auch vorhin. Wir haben noch mehr zu zeigen. Wir wollen gerne noch zu den Nasenbären gehen. Wollen wir? Sehr gerne. Ich muss ganz kurz hier nur die Frisur entzocken. Ja, guten Tag, kommst du. Ja. da kommt er. Schwer, sich loszureißen. Das kann ich verstehen. Nein, mein Schatz, gell? Sehr gut. Ja. Marilyn, Luisa, dann viel Spaß euch noch. Dankeschön. Ich gehe zu den Nasenbären, habe ich erfahren. Alles klar. Tschüss, mein Schöner. Ja. Tschüss, macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Hier warten auch schon die 2 Tierpfleger, Renate und Niklas. Hallo. Die werden dich beim Füttern begleiten. Okay. Dahinter sind Nasenbären. Genau, dahinter sind die Nasenbären. Okay, müssen wir gucken, dass uns keiner entgegenspringt, oder? Nein, die springen nicht Da brauchen wir keine Angst vor haben. Ach, da steht schon das Buffet. Genau. Ich schnapp mir auch mal so ein paar Eier, okay? Okay. Oh. Die sind ganz schön groß. Hallo, guten Tag. Oder Ich wollen bin Sie- der Neue hier. Liebe Nasenbären, ich bin aber quasi Verwandtschaft. Guck mal da. Gib mir denen die einfach so. Genau, einfach so flach in die Hand. Die nehmen sich das dann mit ihren kleinen Pfötchen. Guck mal, wie geschickt der ist. Vorsicht. Ja, friss es mal. Die haben ganz schön, Renate, die haben ganz schön spitze Zähne, gell? Ja, genau, da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Gut, dass du es hast. Oh nein, jetzt ist es runtergefallen. Hol's schnell. Hol's schnell. Oder es war einfach eine clevere Nummer, so ein Ei zu öffnen, gell? Kleiner Tipp für zu Hause am Frühstückstisch. Frank, wo leben die, wenn sie nicht bei euch sind? In Südamerika. Aber bei uns fühlen die sich natürlich viel wohler. Na klar, der Vogelsberg, das Südamerika Hessens. Nikolas, kannst du die auseinanderhalten? Also die beiden ältesten Tiere hier, die sind recht hell Ja. und die jüngeren sind viel dunkler. Das heißt, je älter die werden, umso dann ändern die die heller Farbe. werden sie, genau. Das ist meine Hand. Und nachmittags machen wir halt für die noch Kanisterbeschäftigung, machen manchmal, wenn es heiß ist, Eisbomben. Ach, das ist richtig Entertainment, was ihr da habt. Genau, Okay. Abenteuer Nasenbär, Abenteuerspielplatz. genau. Ich habe in meinem Leben schon viel gemacht, aber Nasenbären durfte ich schon nicht füttern. Vielen Dank, Renate, Niklas, Frank, dass ich damit rein durfte. Bitte, bitte. Ja. Bitte schön. Wir haben uns gefreut, dass du bei uns Ja. warst. Und, Dankeschön. und nochmal Respekt, was ist das für ein schöner Park, ey. Freut uns. Sieht aus wie geleckt. Hier, dann macht's gut. Tschüss. Der Eintritt in den Vogelpark Schotten kostet 6 € für Erwachsene und 4,50 € für Kinder. Die Kleinen unter 3 kommen sogar umsonst rein. Alles, was hier im Vogelsberg unter uns ist übrigens Vulkan. Es ist in ganz Europa das größte geschlossene Massiv aus Basalt, also vulkanischem Gestein. Das Thema Vulkan ist hier so groß, dass sie in Schotten sogar ein Vulkanmuseum gebaut haben, das Vulkaneum. Und da sind wir jetzt verabredet mit einer Geologin, mit Johanna Boos. Hallo. Hallo. Hi Tobi. Ah, da sind wir schon richtig. Hallo Johanna. Ja, Grüß ich dich. bin schon bereit. Wir sind auch vulkanbereit. Super. Sehr gut. So muss das sein. Wollen wir uns Okay. reinwerfen? Los geht's. Los geht's. Und dann geht's als allererstes in die Magmakammer. Geschmolzenes Gestein, viele tausende Grad Eis. Am Leben müsst ihr noch nicht sein. Einige Millionen Jahre vergehen. Der Planet kühlt ab. Johanna, ich habe immer gedacht, es geht um einen Vulkan. Das stimmt aber gar nicht, oder? Ja, das denken viele. Es gab tatsächlich ganz, ganz viele Vulkane. Wie viele, weiß natürlich keiner genau, war ja niemand von uns live dabei. Ja. Aber man spricht von über 100 Vulkanen, die zusammen dieses große Basaltmassiv hier gebildet haben. Das heißt, diese wunderschöne Ecke in Hessen war sau ungemütlich mal, oder? Ja, Johanna, bist du wegen Vulkanen Geologin geworden oder bist du Geologin und dann bei Vulkanen gelandet? ja, also da steckt unheimlich viel drin. Und Vulkane ist natürlich ein spannendes Thema. Ja. Ich glaube, das
ist was, wofür sich auch viele Kinder schon interessieren. Und das ist natürlich dann so ein Kindheitstraum. Vielleicht Meine später noch. erste Eins in der 5. Klasse war mein Referat über Vulkane. Ach ja, super. Aber nicht über den Vogelsberg. Nee, über den Mount St. Helens. Der ist ja auch spannend. Genau. Ist auch ganz witzig. Da gibt es nämlich eine Parallele zu diesem schönen Stück hier. Was ist denn das für ein Brocken? Das hier ist ein Trachyt. Das ist so ganz zähflüssige Lava, also Magma gewesen. Ja. Und diese zähflüssige Magma kommt dann an die Oberfläche, schiebt sich immer weiter raus und irgendwann kollabiert das ganze Ding. Und deshalb haben wir hier im Hintergrund auch so diese schöne große Aschewolke. Und auf diesem ganzen, dieser Luft sozusagen, können zum Beispiel solche Bröckchen hier transportiert werden. Was meinst du, was sowas wiegt? Magst du dich mal drunter legen oder willst du es lieber vorher wissen? Was wiegt das Ding? 300 Kilo? Oh, gar nicht so schlecht. Ja, so 400-500 Kilo ungefähr. Wie meinst du mit drunterlegen? Das ist so gedacht als kleine Mutprobe. Ich gucke erstmal nach oben an die Stahlseile. Wenn du uns vertraust, bitte nicht den Kopf stoßen, ist ein echter Stein. Vielleicht ist das Letzte, was ihr... Das ist kein... So, jetzt ärgere ich dich noch ein bisschen. Alter Vater. Und, wie fühlt sich das an? Bedrohlich. Na gut, dann höre ich mal wieder auf. Also ich meine, wenn es schief geht, geht es nur einmal schief, ne? Das stimmt, es geht dann zumindest schnell. Vielen Dank, Werner, das ist beruhigend. Ich komme da mal wieder raus. Ja, sehr gut. Sehr mutig. So, wir zwei. Ja, dann habe ich hier noch was Überraschendes, was man dem Basalt erstmal gar nicht zutraut. Das haben wir jetzt wieder hier. Das ist wieder echter Basalt. Das ist das Hauptzeug hier, oder? Ja. Basalt. Genau, das ist das, was wir eigentlich überall haben. Ich merke gerade, ich bin übergriffig. Mach du mal. Was mache ich denn? Du darfst mal, schauen, was passiert. Hui! Nicht das ist ja schlecht, oder? Soundbasalt. Wir gründen eine Band, die Basalt Boys and Girls. Tada. Ja, finde ich gut. Das sind wohl die ältesten Musikinstrumente, die wir auf der Welt haben. 5000 vor Christus, ungefähr. Gut, du darfst jetzt doch mal für Regen sorgen. Komm mal bitte rum. Hier haben wir so ein... Und du darfst jetzt mal pumpen. Es donnert. Aha. Das passiert hier manchmal im Vogelsberg. Und dann Ich glaube, scheppert's. das reicht schon. Danke für deinen Einsatz. Gerne, gerne, gerne. Dann können wir mal gucken, was hier passiert. Das ist eine sogenannte Wasserscheide. Das heißt, hier im Vogelsberg entscheidet sich, je nachdem, ob der Wassertropfen rechts oder links den Berg runterrollt, in welchem Fluss er landet und an welchem Strand er dann irgendwann mal das Geröll, was er mittransportiert, als Sandkorn ablagert oder wo sich eben die Wassertropfen wieder treffen. Leute, wenn ihr was über Vulkane wissen wollt, dann kommt mal her, da könnt ihr Regen machen, Mutproben und Musik. Alles bei der Johanna. Dank dir. Ja, gerne. Wir Mach's freuen gut. uns. Tschüss. Tschüss. Wer auch mal nach Schotten ins Vulkaneum will, die Familienkarte gibt es für 18 €. Und jetzt wird's mal Zeit, denn wer mich kennt, weiß, der Tobi hat jetzt langsam mal Hunger. Wir haben, und das freut mich sehr, einen kulinarischen Tipp bekommen. Und zwar kann man auf der Taufsteinhütte Hut essen. Klingt irgendwie merkwürdig. Wir haben uns mal mit dem Jürgen verabredet und das bestellt. Mal gucken, wie es ist. Tobi, komm. Hier. Jürgen? Yes. Servus. Hallo, grüßt euch. Hallo. Ist das unser Tisch? Yes. Respekt. Grüß dich, Nur Jürgen. Kleinkram. Hallo. Du hast ja gesagt, du kommst, da habe ich noch mal ein bisschen aufgefahren. Ich komme zum Hutessen. Ja. Genau. Ist das Hütchen da? Das ist der kleine Hut, jawohl. Ja, Wahnsinn. Ich muss erst mal klarkommen mit den Sachen, die hier alle rumstehen. Also das Wichtigste ist das wahrscheinlich, oder? Richtig. Das Kernthema, ja. Der Hut. Der Hut. Der ist aus Metall. Oh, Metall. Vor allem ist er heiß. Sollte so sein, ja. Idealerweise. Okay. Wie funktioniert das? Wir haben hier verschiedene Fleischsorten. Zum einen hier schönes Biohühnchen, da haben wir Biorind, Bioschwein. Und das wird einfach hier oben aufgehängt und brät dann da. Dann haben wir hier noch ein bisschen Brühe. Die kommt hier in den Rand rein. Damit kann man es dann immer übergießen. Im Prinzip ist es fast eine Art Fondue-Variante, oder? Mehr oder weniger. Mit mehr Entertainment? Richtig.
Und ist auch eine mega Geschichte für die ganze Familie. Ah, perfekt. Contro Spritz. 2 was? Contro Spritz. Contro Spritz? Ja. Hast du die bestellt? Klar. Was ist denn Contro Spritz? Das ist einfach nur Mineralwasser mit noch ein bisschen Cointreau. Ein bisschen Zitrone, ein bisschen Limette. Hält jung, frisch. Das sieht auf jeden Fall erstmal überragend aus. Aperol Spritz kenne ich, Hugo Spritz, das habe ich noch nie gehört. Ja, ist lecker. Ist gut? Ja, bringt einen ganz nach vorne, wenn man ja schon isst. Also dann, ja? Ja, definitiv. Schmeckt total, also ganz frisch. Jürgen, wir haben telefoniert, als wir das bestellt haben. Hatte ich dich am Telefon. Ist das auch deine Bude? Ja, das ist es. Du bist der Chef? Richtig. Taufsteinhüttenchef? Ja. Die hast du gekauft, geerbt, gegründet? Gekauft, erst gepachtet, dann gekauft vor 25 Jahren. Bin jetzt 27 Jahre hier. Oh. So langsam wird's. Mein Scherz, ist echt so. Ja, wirklich? Ja, es dauert. War ein langer Weg, ja. Ja. Und was war da die Challenge, dass du sagst, Die jetzt Hürde, wird's erst? meistens mir selbst die Challenge und das hat auch gedauert. Es sind auch so viele Wirren im Kopf und bis man die alle beseitigt hat und dann auch irgendwo Licht im Tunnel sieht, das hat gedauert. Ja. Aber es ist so langsam, fühlt es an, als wäre es da. Ich fange jetzt einfach mal an und hau da mal so ein bisschen genau, Fleisch drauf. einfach draufgehängt. Es ist ja ein, also ich klebe das einfach da an die Haare, Richtig, oder? einfach draufgeklebt, fertig. Hier, zack. So. Wenn man jetzt mit der Family sitzt oder mit Kumpels und macht hier den lustigen Hut, ne, Ja. könnte man, wenn es zum Äußersten kommt, auch bei dir bleiben. Ja, unbedingt sogar. Kann man? Ja. Ja? Das heißt, du hast auch Hotel mit Ja, dabei? wir haben verschiedene Varianten. Wir haben einmal so eine kleine Fassanlage, also Schlafen im Weinfass, so ein bisschen ähnlich wie Campen, nur auf einem schönen Niveau. Haben wir euch auch schon mal gezeigt hier im Städtetrip, ne? Weinfass, kuscheln, kennt ihr. Und dann haben wir natürlich noch mal ein neues Highlight. Wir haben jetzt Zimmer neu um- und ausgebaut. Und da kann man auch schön Wellnessurlaub machen, zu zweit, zu dritt, zu viert. Richtig Können fein. wir da mal, das braucht wahrscheinlich ein Das bisschen. braucht noch einen Augenblick, ganz Wollen wir genau. mal rein und- Mega, mach mal. Ja. Super, gern. Und das ist jetzt das schickste, neueste. Ja, genau. Ganz guck mal frisch, da. ganz frisch. Hallo. Ja. Ach, guck doch. Was ist das für ein Apparat hier? Ja, eine Wurzel haben wir im Wald gefunden. Die ist von hier auch? Ja, ja, bisschen getrocknet, bisschen dran rumgehobelt und jetzt hängt sie hier. Wow. Luki, kommst du gerade mal? Würdest du mal... Oh, das ist mal was. Das ist... Meine Frau darf das nicht sehen. Sonst muss ich daheim umbauen. Das ist immer Bad. Und was denn? Ist das eine Sauna? Da ist eine Wärmekabine. Das gibt's ja nicht. Darf ich mal aufmachen? Ja, natürlich, klar. War da schon mal jemand drin? Das sieht alles so neu aus. Ist futschneu. Du wärst der Erste. Das ist alles wirklich ganz neu. Ja, ja. Guck mal, da würde ich dann so drin sitzen abends und kuscheln. Mit bestem, guck mal, mit Blick ins Schlafzimmer. Yep. Kannst du sagen, Schatz, ich bin noch kurz in der Infrarotkabine. Genau so läuft's. Ich wärme mich mal an. Und dann wird geschmust. Hier, Ja. Alter, hier, da habt ihr euch immer Mühe gemacht. Ja, war auch spannend, ja. Ja, ist das schön. Ach, Wasserwaschbecken. Jürgen, darf ich fragen, was kosten die Bude? Da kostet die Übernachtung 290 €. 290. Gehobener Preis für sehr gehobenes Zimmer. Ja, das kann man so ungefähr ausdrücken, ja. Mit Wellness drin, ne? Ja, Hey, Jürgen, gehen wir mal nach dem Fleisch gucken, oder? mach mal. Das sieht aber auch sehr lecker aus. Hier, guten Appetit. Mal da. Kameras alter Tischneid. Aber na, ach, guck mal da. Wir haben doch Feines. Guck mal, das sieht doch schon mal sehr gut aus hier. Ach, das pflücke ich direkt, du, weißt du was? Das sieht super aus. Dann würde ich in dieser Zeit mich mal einfach an allen Soßen bedienen, die es so gibt. Bitte. So. Machen wir mal hier ein Kleckschen. Und dann was Pesto hier, gell? Ja, Kräutersoße, Kräutersoße. Chimichurri. Ach. Also Leute, das ist, kann ich euch jetzt sagen, das wird ein Happening. Jetzt machen wir hier mal ein ganz kleines Fleischverköstelchen. Die da. Das ist ein Kräutersüßchen. Also Jürgen, vielen Dank. Ja, gerne. Für dieses Arrangement. Leute, kommt vorbei. Und egal, ob ihr hier schlaft, ob ihr Hut esst oder was anderes, trinkt auf jeden Fall so ein Contro Spritz davon. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Auf dich, Jürgen. Danke. Haben wir noch einen Drink entdeckt, hey.
Das Hutessen auf dem Hohe-Rotskopf kostet 21,90 € pro Person. Der satte Tobi macht sich am Nachmittag dann auf ins wirklich schicke Alsfeld. Denn hier soll es etwas extrem Mystisches für die ganze Familie geben. Eigentlich. Ich sag mal so mystisch ist es hier nicht. Also wir haben ja einen Städtetrip schon in Alsfeld gedreht, gell? Wir suchen einen Escape Room. Also eine Art Quizraum mit Rätseln. So, wieder die Tür, guck mal bitte. Könnte das was sein? Ja, guck mal da. Das Finden ist schon ein Rätsel. Ist schon nicht schlecht. Ja, das sieht doch eher schon danach aus. Klopfen mal. Hallo! Ja, guten Tag. Schönen guten Tag. Sind Sie eine Die Elfe Lydia, jawohl. Ach, ich dachte schon, die Öhrchen, die riechen doch nach Elfenkunst. Ja, genau. Wir haben uns mit dem Thorsten verabredet. Ja, der ist schon im Rathaus. Im Rathaus. Das möchte man nicht meinen, wenn man da draußen Ja. fragt. Folge der Elfe. So. Das gibt's ja nicht. Hi. Guck dir das an. Thorsten? Tobi, schön, dass Hi. du gefunden hast. Also krasser kann ein Gegensatz ja nicht sein von draußen zu Das drin. stimmt, das stimmt. Grüß dich. Grüß dich. Das ist ja der Wahnsinn. Also das ist tatsächlich der Geschichte geschuldet, wie es da zustande kam. Wie du vielleicht sicherlich mitbekommen hast, ist ja hier in Alsfeld ein Kinofilm gedreht worden, Die Wolfgang. Ja, na klar. Wie dann der Film fertig war, habe ich dann... Ach, dann hast du die quasi Und dann haben wir zweitverwertet. die Kulissen, genau, zweitverwertet. Das Was heißt, eine schlaue Idee. genau, das waren im Prinzip die Kulissen, die am Marktplatz tatsächlich am Rathaus standen. Die Ja. waren groß aufgebaut. Und das sind die Originalrequisiten auch, die man im Film eben beschauen kann. Und wir sind jetzt hier im Prinzip im nachgebauten Amtszimmer von Bürgermeister Louis Ziffer. In dem Film geht es darum, dass 3 junge Menschen, eine Fee, ein Vampir und ein Werwolf, die Welt retten müssen. Ja. Und die wollen eigentlich die Welt retten, können aber nicht, weil sie ausgesperrt wurden. Es gibt einen Verschlusszauber auf das Rathaus und wir sind die letzte Besuchergruppe oder du wärst die letzte Besuchergruppe. Ja. Und wir müssen jetzt an deren Stelle die Welt retten. Wie immer hängt's an uns, Leute. Richtig. Wie immer. Man kriegt am Anfang eine Prophezeiung. Und in der Prophezeiung stehen dann... Das ist schon gut. Guck mal da. Altes Pergament. Altes Pergament, genau. Ja. Und da stehen dann eben Hinweise. Ich lese jetzt einfach mal einen Hinweis vor, dann können wir versuchen, den zu lösen. Ja, okay. Wenn die Sonne am Zenite steht, in beiden Fenstern ein Licht aufgeht, die Kraft verborgen für den Sonnenaufgang, taste dich unterm Fenster entlang. Okay. So, und jetzt siehst du natürlich hier Vielen Dank dafür. Also Fenster haben wir. 3 Fenster. 1, 2, 3. Ich taste mal. Ich hab was. Ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon. Okay. So, dann halt mal die Hand einfach hin. Oh Gott. Es werde Licht, okay? Es werde Licht. Gut. Genau. Damit hast du den ersten Teilerfolg quasi schon. Ja. Jetzt steht da, in beiden Fenstern ein Licht aufgeht. So, jetzt bräuchten wir noch eins. Bräuchten wir noch einen? Ich helfe dir einfach mal. Das wäre nett. Na, ich mache mal das Wenn du Gleiche. wenn du eine zweite Hand hättest. Das Gleiche wie du da. Oh, eine Tür. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist gut. Genau. Und schon haben wir das erste Rätsel gelöst. Das erste Teilrätsel. Ich habe eine Taschenlampe gefunden. Genau. Wie du vielleicht jetzt feststellst, das ist keine gewöhnliche Taschenlampe. Ja, das Licht ist ein bisschen, ist das Schwarzlicht? Das Schwarzlicht, ganz genau. Und da gibt es dann einen Hinweis, mit der Macht des Lichts im Kampf gegen die Nacht, das Verborgene entdecken, die Bedeutung entfacht. Mit Blick durch die Welt, nicht nur in die Lüfte, unten ist die Wahrheit gesehen durchs Lichte. Das heißt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ich verkürze das jetzt mal, leuchtest du einfach mal in dem unteren Bereich die Wände ab. Kannst ruhig einen Ticken schneller gehen, das sieht man relativ gut. Hetzt mich bitte nicht, ich rette die Welt. Ja, das muss aber schnell geschehen. Also so ein bisschen Druck gibt es hier im Escape Room schon. Nach unten. Oh! Oh, genau. Da kommt was zum Vorschein. Jetzt weiß ich nicht, wie gut deine Lateinkenntnisse sind. Traho sagt mir nix. Dann gibt es einen Spickzettel, den man auch beim Suchen im Escape Room findet. Und da steht dann eben ein Lateinspickzettel sozusagen drauf. Ziehen. 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 Genau. Und Dann wenn du das einfach mal ganz plump machst, an dieser Stelle ziehen. Welt, du einen Schlüssel. wir retten dich.
echt, Wir kommen. Ich liebe sowas. Der könnte hier passen, oder? Der könnte da passen. Super. Zweimal. Wir kommen sozusagen in den weiteren Raum, in dem es dann wiederum noch weitere Rätsel zu finden gibt. Und ist das gut. Und mit was für einer Liebe das gemacht ist. Du, Thorsten, ganz kurz mal. Also erstmal vielen Dank, dass wir rein dürfen. Vielen Dank für deine Hilfe. Nur wenn die Hessen das jetzt sehen, dann kennen die ja jetzt schon einen Teil der Lösung. das ist richtig. Aber wir hatten 40 Rätsel entworfen. Ja. Und wir haben aktuell 10 eingebaut. Das heißt, es ist ohnehin geplant, hier ein Das rotiert. Und rotiert. Verstehe. Und dann fangen wir jetzt an zu rotieren mit diesen 2 Rätseln, die wir gemacht haben. Fantastisch. Darf ich mich hier mal kurz noch in den Drohnen sinken lassen? Ist auch alles Originalrequisiten. Also eigentlich glaubt man wirklich, wir wären im Schloss. Leute, kommt mal vorbei. Liebe Abenteurer, liebe Rätselfreunde, bringt euer Hirn mit und eure Abenteuerlust. Und dann viel Spaß beim Weltenretten. Der Eintritt in den Alsfelder Escape Room kostet bei 4 Erwachsenen 25 Euro pro Nase. Kinder kommen für 15 rein. Für uns geht es in den Südosten des Vogelsbergkreises nach Bermudshain. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Grebenhain. Wir sind verabredet mit dem Andi. Der will uns seine große alte Liebe zeigen. Gucken wir mal. Oh. Hi. Hi, Tobi. Ist das die große alte Liebe? Ja. Das ist aber sehr groß. Unsere alte Schanze ist das, ja. Das ist eine Schanze. Skisprungschanze. Ja, Wahnsinn. Hier was ein Apparat. Und darauf wurde mal gesprungen. Ja klar, ich bin selber schon mal runter. Im Ernst? Ja. Wir waren die letzten, 89 sind wir da runtergesprungen. Das heißt, in Betrieb ist sie, ja, so wie sie aussieht, schon länger nicht? Nee, die steht unter Denkmalschutz jetzt seit 2003. Ach, guck doch mal da. Wie alt ist die? Die ist von 1970. Altes Mädchen. Wie alt warst du, als du da zum ersten Mal runter bist? Da war ich 16. Da war die aber schon marode. Und dann haben wir darum gekämpft, dass die unter Denkmalschutz gestellt wird. Und jetzt haben wir sie als Monument. Kann man da näher ran irgendwie? Ja, wir können mal hochgehen. Wo geht's lang? Ach, hier da, die Treppe. Da geht die Treppe hoch. Also mein lieber Schwan. Das kannst du dir jetzt gleich mal vorstellen. Die war 10 Jahre nur in Betrieb. Und warum habt ihr aufgehört damit dann? Es gab wenig Schnee. Ja. Und dann gab es auch diese Stürme hier. Dann hat es die auseinandergebröckelt nach und nach. Ist ja ein irres Ding, hey. Wie war das für dich mit 16? Ja, Nervenkitzel. Hölle, oder? Skispringen ist Automatismus. Du musst es nur ein paar Mal gemacht haben. Das fängt klein an, bevor man da ganz hoch geht. Und wie seid ihr hochgekommen? Also hier links ging es hoch. Da war eine Treppe. Genau, Ja. und dann bist du 40 Meter hochgelaufen. Und dann ging es runter. Ich meine, der Ausblick ist mega, ne? Ja. Den man dann hat. Aber was eine Challenge. Und wenn man dann landet, beim ersten Mal springen von dem Ding, bist du allergrößter, oder? Ja, klar. Aber du übst vorher. Ja. Springst nicht ins Blaue. Und was heißt denn das für dich? Also die Art und Weise, wie du drüber redest, das ist schon auch Teil deines Herzens, oder? Ja, das ganze Projekt hier oben ist ein Herzensprojekt von uns, von unserer Familie. Und wir machen jetzt diese Hochzeit, diese Trauung halt hier ganz. Ach, hier kann man heiraten? Hier kann man heiraten. Das ist natürlich unter einem großen Baldachin mit Ausblick. Und mit tollem Ausblick. Weitblick. Das ist natürlich einer der schönsten Plätze, um zu heiraten. Das sieht einfach toll aus. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie sie da stehen und dem Moment entgegenfiebern, gell? Ja, da fangen sogar die Männer an zu weinen. Ja? Ja, wirklich. Nicht nur wegen dem Heiraten. Guter Platz einfach, ne? Es hat was einfach mit Gefühl zu tun. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit hier oben. Ja, die wurde damals von das ist die Wilhelm Dillemuth-Schanze. Das war der Pionier des Skisports hier oben. Der hat irgendwann angefangen hier? Der hat angefangen, der war in Norwegen und hat da in Norwegen war der und hat da gesehen, wie die Ski gefahren haben und haben dann die ersten Skier hier nachgebaut und sind dann hier auf so Fassdohlen hier runtergefahren. Wahnsinn. Das ist ein Abenteuer, oder? Und Ja, das war der erste Ski. Ja, das sind die alten Pläne, die habe ich noch gefunden. Hier, guck mal, das ist aber statisch schon ausgefeiltes Ding. Ja, jetzt haben wir sie hier stehen noch, die nächsten 100 Jahre hoffentlich. Andi, dann danke, dass du uns mit hochgenommen hast. Gerne. Dann, Freut mich. um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Nein, ich kümmere mich drum. Ja, dann wünsche ich dir viel Romantik hier oben noch. Haben wir, Okay. haben wir. Ja. Alles Gute. Euch auch.
Wir haben einen Tipp über Facebook bekommen. Ich soll unbedingt in Wartenberg mal beim Lars und beim Gunther vorbeischauen. Das wäre was für Kneipenliebhaber. Here we go. So, und das wäre das Dorfbräuhaus. Das, ach guck mal, was für ein geiles Hütchen hier. Das sieht doch mal... Ich hoffe, das ist es, weil das wäre nach meinem Geschmack. Ist das Dorfbräuhaus? Ja. Hallo Tobi. Servus Tobi. Wenn einer von euch der Lars und der andere der Gunther ist, immer richtig. Da bist du richtig. Wer ist wer? Gunther, Lars. Hier, grüßt euch ihr zwei. Servus Tobi. Ich dachte, es wäre Dorfkneipe, das ist ja Kapelle. Ja, das Gebäude war früher ein Spritzehaus, ne? Ach, von der Feuerwehr? Ja. Okay. Und deswegen auch das Türmchen. Da Zum sind die Schlauchtrocknen oder was? Genau, da Ach, sind die guck mal. Schläuche getrocknet worden. Historisches Gemäuer, oder? Ja. Das heißt, ein Brauhaus war es noch nicht. Das habt ihr dann draus gemacht, oder? Ja, und wir haben uns dann um das Gebäude beworben. Also von der Gemeinde wurde angetreten, wer hat eine Idee. Und da wir schon 20 Jahre zusammen Bier hergestellt haben... Ach so, ihr seid im Biergeschäft. Genau. Ja, wir sind erste Hausbrauerei im Vogelsbergkreis. Ach, guck mal da. Ja. Ich bin totaler Kneipenfan, vor allem Dorfkneipenfan. Okay. Ja. Können wir mal rein? Willst du mal rein? Ja, gern. Bitte. Bitte. Ah, ja, guten Tag. Grüßt euch in Gude. Das sieht... Gescheitert ist wichtig, kann man Karte kloppen. ja, super. Hier, gucken mal, wie kuschelig. Ist das schön. Grüßt euch, hallo. Das ist wahrscheinlich der schönste Arbeitsplatz im Vogelsberg, oder? Auf jeden Fall. Ja, was eine schöne Bude, Leute, hey. Gefällt's dir? Ja, also all das habt ihr quasi reingezaubert, Ja, oder? das war vorher eine Baustelle im Prinzip und wir haben das innerhalb von 1,5 Jahren renoviert und so hergerichtet, dass es im Prinzip eine Schankstube ist. Ja, wenn ihr im Biergeschäft seid, ich würde mich immer hinreißen lassen. Ja? Ach, eins probieren, es gibt mehrere. Es gibt mehrere. Also Lohnt sich immer hinzuhören? Ja. Immer hinhören? Die Sandra macht uns sicherlich mal ein Probierbrettchen. Vier am Start haben wir heute und die würde ich dir zum Probieren geben. Ein Probierbrettchen? Ja, ein Probierbrettchen gibt es von mir. Es gefällt mir von Minute zu Minute besser. Ja. Super. Dann hocken wir uns raus, oder? Hocken wir uns raus Weil das sitzen, ja. Zappe dauert ja einen Moment. Ja. Super, danke Sandra. Oh, Sandra. Guck mal, was Ganz frisch. für ein schönes Farbspiel. Ja. Was haben wir? Weizen. Ein Ganz Weizen. klar, schön obergärig gebraut. Unser Kaskadepilz, Kellerbier und das ganz frische Haferbier. Ein Haferbier. Ein Haferbier. Probier ich sofort das Haferbier. Ja. Schon nie gehört. Hier zum Wohl. Prost. Erst mal schnüffle. Hier auf Cheers. euch. Gute. Prost. Schön, dass du da Haferbier. bist. Ciao. Cheers. Ist noch relativ jung. Also, Vor 2 Wochen gebraut. eine ganz süffige Geschichte ist euer Haferbier. Eine ganz süffige Geschichte. Lecker. Gibt's nichts. Und Temperatur ist top. Danke. Es wird ja oft versaut. Sandra hat die Temperatur im Griff. Wie gut. Wie seid ihr zum Bierbrauen gekommen? Habt ihr nur Bier gefunden, das euch nicht geschmeckt habt? Oder habt ihr Hobby gesucht? Wie war das? Oh Gott, es ging tatsächlich mal als Hobby los. Also ich bin gelernter Bierbrauer und Meister. Vom Fach, sehr gut. Und dann haben wir angefangen, privat für uns Bier zu brauen. Und dann ging das halt immer so die Runde. Kannst du mal für meinen Geburtstag ein bisschen Bier brauen? ja, klar. Oder für eine Hochzeit oder Ja. was weiß ich. Und eigentlich 20 Jahre später haben wir dann durch dieses Gebäude, was wir erwerben konnten, dann die ganze Sache professionalisiert. Und haben dann unsere kleine Hausbrauerei hier gebaut mit dem wunderschönen Biergarten. Seid ihr angekommen? Wir sind angekommen Definitiv. und das ist auch unser Ansatz, dass wir sagen, die Gäste kommen hierher, fühlen sich wohl, haben eine schöne Zeit, trinken hier das handwerklich gebraute Bier mit regionalen Rohstoffen und ja, einfach eine schöne Zeit haben hier im Dorfbräuhaus. Das klappt. Leute, der Vogelsberg gibt ganz viel oben, es gibt ganz viel unten und es gibt viel zwischendrin. Und das gilt auch für hier. Ne? Man kann richtig hochkommen und man kann sehr, sehr gut runterkommen. Es gibt was für Junge, für Alte, für Sportliche, für Faule und viel für Genießer. Kommt mal rum, das ist ein Urlaubstrip wert. Hier, ich bin angekommen. Gell? Das war jetzt das mit dem Kaskadezeug. Was ist Kaskade? Ja, das ist praktisch eine Hopfensorte. Hopfensorte, klar. Probier mal.